Servus, Sawadikap und Aigode, der Stefan hier. Flughafen Suvarnabhumi, das I wird verschluckt, hat mir einer in die Kommentare geschrieben. Also ihr merkt schon, der erste Teil ist schon geschnitten und veröffentlicht. Der zweite Teil ist auch schon fast geschnitten und wird jetzt veröffentlicht. In den Kommentaren habe ich schon gesehen, viele schreiben, da fehlt ja die Hälfte. Ja, natürlich fehlt da die Hälfte. Wir waren in der Abflugsebene, wir waren in der Restaurantebene, wir waren in der Ankunftsebene. Und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant. Jetzt geht es darum, wie man am Flughafen auch noch richtig Geld sparen kann. Beim Transport, beim Geldwechsel vor allen Dingen und natürlich bei der Verpflegung, beim Essen. Also seid gespannt, es geht los. Was mir an der Geschichte am meisten Kopfschmerzen bereitet, das sind die Handytarife. Mich hat mal einer angesprochen, ich glaube der Erwin war es, der Erwin aus Österreich in der Nähe von Linz. Insofern Grüße nach Österreich. Hat mich angesprochen, mach doch mal ein Video über die Handytarife. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung über Handytarife. Und was soll ich euch jetzt über Dinge erzählen, von denen ich selbst keinen Plan habe und nichts verstehe und keinen Durchblick habe. Was ich gemacht habe, ich bin die Telefonstände außerhalb des Gepäckbandes abgegangen. Die waren da schon immer und die sind da immer noch. Ich habe festgestellt, als ich angekommen bin im April, an den Gepäckbändern selbst werden, also letztes Jahr im April, an den Gepäckbändern selbst werden auch Telefonkarten verkauft. Das gab es vor Corona, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie lange es diese Verkaufsstände oder Stehpulte, glaube ich, kann man sowas nennen. Da werden die Telefonkarten verkauft. Außerhalb gab es die schon immer. Da zeige ich euch die Tarife, inwieweit die dann sinnvoll für euch sind oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Ich zeige euch auch mal, welchen Tarif ich bezahle für mein Handy. Und ich habe mir meine Telefonkarte nicht im Flughafen gekauft. Ich habe mir meine Telefonkarte in Pattaya gekauft, in Tukum, für einen ausgesprochen günstigen Preis. Wichtig ist für mich das Free Wi-Fi. Ich telefoniere nicht gern und ich telefoniere nicht viel. Natürlich habe ich eine Telefonnummer, mit der kann ich angerufen werden. Im Notfall kann ich damit auch anrufen. Aber ansonsten geht die ganze Kommunikation über Line, das ist hier sehr populär, und über WhatsApp und über den Messenger. Und dann kann ich noch eine Frage dazu beantworten. Kann ich mit meiner Thai-SIM-Karte auch meine deutschen Apps benutzen? Jein. Alles, was unabhängig ist von der Telefonnummer, kannst du natürlich auch in Thailand mit deiner Telefonnummer benutzen. Das betrifft insbesondere Facebook und das betrifft den Facebook Messenger. Wenn du WhatsApp hast, das ist Telefonnummer abhängig. Dann musst du WhatsApp die neue Telefonnummer mitteilen und dann geht alles auf deine neue Telefonnummer. Dann musst du aber auch deinen deutschen Freunden Bescheid sagen, dass du eine neue Telefonnummer hast. Gut sind die dran, die ein Handy haben, das Dual-SIM-fähig ist, wo zwei SIM-Karten reinpassen, nämlich die deutsche und dann die thailändische. Dann funktioniert natürlich auch beides in beide Richtungen. Aber wie gesagt, von Telefonen habe ich keine Ahnung. Lasst euch überraschen. So, hier haben wir doch schon mal was. Schade, jetzt ist es vorbei. Tourism, buy 3, get 1 free. Schalt mal um. Ja, exklusiv für indische Touristen, das ist natürlich blöd. 1-Minute Self-Service steht da am Automat dran. 1 Minute, in der man sofort in den Wahnsinn getrieben wird. Ich will euch das Drama jetzt gar nicht in voller Länge zeigen. Ich lasse das mal im Zeitraffer durchlaufen. Und neben dem Automaten ist Gott sei Dank ein besetzter Schalter, da könnt ihr eure Karte kaufen. Und ich zeige euch mal jetzt die Tarife, die ich aus dem Internet mir besorgt habe.
Das ist der Anbieter DTAC oder DTAC geschrieben. Den Link dazu aus dem Internet füge ich unten in die Beschreibung ein. So, dann haben wir hier die Freunde von AIS. Tarif habe ich. Tarif ist hier, stelle ich euch gleich rein als Bild. Und auch für AIS oder AIS stelle ich den Link für die Webseite unten in die Beschreibung mit rein. Dann könnt ihr euch zu Hause in Ruhe informieren. Der nächste Anbieter, True, von denen habe ich meine Karte und da bin ich mal gespannt, was die hier für die Touristen anbieten. Was ihr hier angeboten bekommt, das sind tatsächlich nur Touristentarife. Ich bezahle für meine Karte im Monat 150 Thai-Baht, Unlimited Wi-Fi und 15 Minuten Gesprächsguthaben. Unschlagbar der Preis. Wer hier am Flughafen ankommt und nicht nach Pattaya will, nach Hua Hin, nach Koh Chang, sondern weiterfliegen will, vom Dong Muang Airport, der im Norden von Bangkok liegt, der geht durch den Ausgang 3. In der Ankunftsebene, da geht's raus. Und an der Straße rechts gibt es die Busstation zum Shuttlebus zum Don Muang Airport. Was ihr vorzeigen müsst, ist natürlich das Flugticket und den Ausweis. Und das Ganze kostet euch natürlich auch nichts. Wer schnell weiter möchte nach Pattaya, der kann sich natürlich hier ein Taxi nehmen. Darauf achten, dass der Taxifahrer auch das Taximeter einschaltet. Fahrpreis sollte wenn er frei verhandelt wird, bei 1200 Baht liegen. Das ist auch in etwa der Preis, der euch ausgewiesen wird, wenn ihr ein Taxi bei Bolt ruft. Und wenn ihr von Pattaya zum Flughafen fahrt, sind die Preise ähnlich. 1200 Baht werden da aufgerufen. Wer natürlich mehr Zeit hat und mit dem Bus fahren möchte, der begibt sich dann in die Ebene 1. Und wie es dazu geht, das zeige ich euch auch gleich. In der Ebene 1 begibt ihr euch zum Ausgang 8. Und am Ausgang 8 ist der Schalter für den Bus nach Hua Hin und den Bus nach Pattaya. Das ist nicht nur ein Bus, der da fährt, es fahren zwei Busse. Der eine fährt zur North Pattaya Road und setzt euch da ab für 190 Baht. Und der andere fährt Richtung Chomtien Seprosit für 143 Baht. Allerdings bei dem 143 Baht Bus ist noch kein Gepäckstück dabei. Das zahlt ihr, meine ich, mit 50 Baht extra. Der große Vorteil von dem Bus, der zur North Pattaya Station geht, vom Belt Travel Service, da könnt ihr gegen den Aufpreis auch den Shuttle für euer Hotel nehmen. Das heißt, ihr werdet an der Busstation umgeladen in kleine Vans und werdet dann direkt zum Hotel gebracht. Der Service kostet euch dann inklusive Bustransfer 300 Baht. Und so sieht es hier aus. North Pattaya 190 Baht oder Hua Hin 325 Baht. Oder ersatzweise 143 Baht Richtung Chomtien.
Die Busse für 143 Baht fahren stündlich. Es gibt aber keinen Hotelservice. Ihr habt die Ausstiegsmöglichkeit an der North Pattaya Road, an der South Pattaya Road oder bis zur Endstation an der Deposit in Jomtien. Von dort aus müsst ihr dann mit Motorbike oder mit Taxi weiterfahren. Der Unterschied, wenn ihr zur North Pattaya Station fahrt, habt ihr den Shuttlebus vom Busbahnhof zum Hotel. Bus, das ist der Belt Travel Service zur North Pattaya Bus Station, kostet 190 Baht. Und ihr habt additional den Service zu eurem Hotel, also von der Busstation zu eurem Hotel für alles zusammen 300 Baht. Die Webseite vom Belt Travel Service verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Momentan sind die Karten frei verkäuflich. Schaut auf den Fahrplan. Der Bus fährt nicht stündlich. In der Vergangenheit mussten die Busse im Voraus gebucht werden übers Internet. Also haltet euch da auf der Webseite immer auf dem Laufenden. So, dann haben wir hier nebendran nochmal den Bus, die Limousine zur Khao San Road. Allerdings ist der Stand umgesetzt, da kann ich wenig Informationen dazu geben. So, und hier haben wir dann auch den Schalter für den Transfer nach Koh Chang und nach Koh Kut. Abfahrt ist jeweils zweimal am Tag. Halte ich mal runter. 7 Uhr und 11 Uhr vormittags geht es jeweils ab nach Koh Chang und nach Koh Kut. Einfache Fahrt nach Koh Chang 650, nach Koh Kut 1000 und hin und zurück 1150 bzw. 2000 Baht. Und wer sich oben über die gesalzenen Preise von den diversen Restaurants geärgert hat, hier gibt es auch einen Food Court, Magic Food Point, Asian Street Food. Schauen wir da mal rein. Guck mal hier, Black Forest Cake, 60 Baht. Das ist doch ein guter Preis. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Also das sind hier Preise, ich hoffe, man kann es dann später auf dem Video erkennen. Die liegen so zwischen 55 und 80 Baht. Wer weder nach Hua hin will, nach Koh Chang, Koh Kut oder Pattaya, sondern der weiter will nach Bangkok, der begibt sich dann noch eine Etage tiefer. Dort ist die Bahnstation und da fahren wir jetzt hin. Das hier ist jetzt die unterste Ebene, Airport Rail Link, also die Bahnstation für den Zug. Etwas überdimensioniert das Ganze hier unten. Hier sind dann die Fahrkartenschalter für den Zug nach Bangkok. Einfaches System. Wenn man das mal hier schaut, ihr fahrt hier mit dieser Linie am Flughafen ab und habt hier und hier mittendrin in Bangkok Umsteigemöglichkeiten. Das System ist auch relativ einfach. Wir schalten das Ganze mal auf Englisch um. Ihr gebt hier, das ist die Stadtstation, ihr gebt hier eure Zielstation an und die Fahrtkarte und der Automat zeigt euch dann, was das kostet. Also es kostet bis mitten in die Stadt rein 45 Baht, das sind 1,20 etwa.
Und durch diese Schranken geht es dann zum Zug. Ich habe leider kein Ticket, also ich bin da außen vor und kann nicht mitfahren. Aber wenn ihr Zug fahren wollt, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Und wenn das mit dem Ticketziehen am Automat nicht funktioniert hat, links von den Schranken gibt es dann auch noch mal einen Ticketschalter. Also Service in Thailand immer wieder überwältigend. Was ich euch aber empfehlen kann, ist diese Wechselstube hier. Super Rich. Und die ist für alle die in Bangkok ankommen und Geld wechseln möchten. Ich habe euch ja im Preis gezeigt, wie er in der Ankunftsebene ist. Und hier sind wir, wenn wir Geld wechseln, bei einem Preis von Euro 35,65. Also ein wahnsinnig günstiger Kurs. Ich habe den Preis von oben nicht mehr ganz im Kopf. 32 und zerquetschte waren das. Also macht über 10% aus. So, hier nochmal den Namen. Super Rich Currency Exchange heißt das ganze Ding. Und ist an der Bahnstation. Das ist der Weg vom Terminal Richtung Bahnstation, den ihr hier seht. Also hinten ist der Terminal und da, wo ich jetzt bin, ist die Bahnstation. Und dann gucken wir mal nebenan, ist nochmal ein Wechselschalter von der Kasikorn. Und da sind wir bei 35,65. Und dann sind wir hier bei Happy Rich Again. Und da sind wir auch wieder bei 35,65. Also absoluter und definitiver Spartipp von mir. Wenn ihr hier in Thailand ankommt und Geld wechseln müsst, geht runter in die Ebene, wo die Züge abfahren und wechselt da euer Geld. Und ihr habt einen Kurs, der ist 10% günstiger. Das ist ein ganzer Haufen Geld. Also hier ist echtes Sparpotenzial. So, jetzt wisst ihr auch, wie ihr beim Umtauschen Geld sparen könnt. Und das, was ihr gespart habt, könnt ihr natürlich für andere Sachen ausgeben. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß, tut Gutes und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.